Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen FlivePC-Video mit dem Thanksgiving-Event 2024. Und ja, ich will kein Interesse vorheucheln am Event selbst. Ich bin nur an einem gewissen Teil vom Event interessiert. Und was ich aber sagen muss, ist, was ich bei FlivePC wirklich nicht sehr vermisse, sind diese extrem langen, verwurschtelten, verwirrenden, leider halt auch aus einer anderen Sprache übersetzten und daher grammatikalisch und inhaltlich manchmal fragwürdigen Eventbeschreibungen. Und ja, also es ist echt, wenn man sich das hier durchguckt, so what? So 1000 Tabellen und immer eintauschen, umtauschen, upgraden und dies, das, Ananas, Pipapo. Das ist schon echt crazy. Also so war es ja früher auch nicht tatsächlich. Das weiß gar nicht, wann die damit angefangen haben. Ja, seit Webster nicht mehr zuständig ist dafür. Seitdem machen die so komische Events. Ja, wobei man auch sagen muss, so verwirrend ist es nicht, wenn man ein bisschen drin steckt. Das sind dann einfach verschiedene Teile. Also es ist halt nicht ein Event, sondern es sind halt 5 Events, die zusammen das Thanksgiving-Event ergeben. Und jedes Event muss man im Endeffekt getrennt voneinander betrachten und so. Und wenn man sich da ein bisschen reinfuchst, beziehungsweise wenn man einfach spielt und grindet, dann macht das schon alles irgendwo Sinn. Und so kompliziert ist es dann gar nicht. Aber wenn man sich nur diese Eventbeschreibung durchliest, ohne dass man jetzt tatsächlich online geht und spielt, denkt man sich halt einfach nur, what the hell is even going on? Was mich jetzt hier interessiert, was uns interessiert, ist folgendes. Es gibt ein Thanksgiving Event Dungeon. Und für diesen Dungeon muss man leider ein Erntedankfest Dungeon Ticket Stück farmen. Und zwar nicht 1, sondern 10. Und dafür muss man Erntedankfest Luia töten. Also sie heißt ein Thanksgiving Luia tatsächlich. Wurde zwar übersetzt, aber in-game heißen sie auch auf dem deutschen Server trotzdem Thanksgiving. Aber egal. Jedenfalls sind es so Eventmonster, die spawnen in der Open World, sehen aus wie Luias. Und die muss man töten, um diese Dungeon-Ticket-Stücke zu bekommen. Also die Drops von diesem Erntedankfest-Luia sind 2024 gefangene Luia, Erntedankfest-Box, Erntedank-Quest-Item-Bündel und eben dieses Dungeon-Ticket-Stück. Das Dungeon-Ticket-Stück kann man aber auch vom Collector-Feld bekommen. Sowohl vom normalen, als auch von der Premium-Batterie. Genau, und ja. Dann müssen wir weiter runter scrollen, weil dann geht es erst hier unten weiter. Und zwar hier. Event 3. Sammelt 10 Erntedankfest Dungeon Ticket Pieces, also die wir von diesem Luia bekommen haben, für den Erntedankfest Event Dungeon. Und da haben die hier diese, muss ich zugeben, relativ coole Grafik gedroppt. Das ist etwas, was man zum Beispiel bei einem neuen Update auch droppen könnte. So ein schattenhafter Boss, ein Charakter, der ihm gegenübersteht und nur eine epische Unterschrift. Dieses Jahr ist auch der Truthahn hungrig. Richtig geil eigentlich. Und ja. Im Event-Zeitraum könnt ihr während das Event aktiv ist 3 Dungeons besuchen, welche unterschiedlich schwer sind. Alle Dungeons haben einen Cooldown von 3 Stunden, um die Dungeons erneut betreten zu können. Das heißt, alle 3 Stunden kann man das Ganze machen, von 30 bis 80 Master, von 81 Master bis 130 Hero und von 131 bis 190. Das heißt, ich gehe in den High-Level-Dungeon. Jeder Dungeon ist limitiert durch die Schwierigkeit. Außerdem musst du in einer Party sein, sonst kann man den Dungeon nicht betreten. Hier nehme ich am Event teil. Nun, du brauchst das Erntedankfest, Ticket, niedrig, mittel, schwer, Level Eintrittskarte, Stück und eine Party. Sprech den Dungeon Pang, niedrig, mittel, hohes Level an, um dich in den Dungeon zu begeben. Erntedankfest Dungeon Ticket kann durch das Umtauschen von Erntedankfest Box Operator erhalten werden. Ihr benötigt hierfür 10 Erntedankfest Dungeon Ticket Stücke. Fällt mir gerade auf, das muss ich noch machen. Ich stehe jetzt tatsächlich schon beim Pang. Ich habe aber noch nicht umgetauscht. Und, genau, dann das hier ist wahrscheinlich das, was man hier bekommt. Ja, egal. Auf jeden Fall, das interessiert uns eigentlich weniger, was man da tatsächlich bekommt. Und uns interessiert eigentlich tatsächlich mehr, wie der Dungeon aussieht. Also mich interessiert das vor allem, wie der Dungeon aussieht, wie das gemacht wurde. Weil so Event-Dungeons kennt man jetzt von FlivePC nicht unbedingt. Also, ich glaube, es gab schon mal sowas Ähnliches. Es gab wahrscheinlich sogar schon mal Event-Dungeons, keine Ahnung. Auf jeden Fall, hier steht ja der Ticket-Tauscher.
Wie hieß der auf Englisch? Event Dungeon Ticket Operator oder Box Operator? Oh, ne, meint, das ist was anderes. Well, okay, dann suchen wir doch jemand anderen. Das ist er nicht. Who the hell is that guy? No. Okay, da muss ich nochmal gucken. Also hier kann man das nicht eintauschen. Yikes. So, hier steht der Kollege. Und wir müssen auf... War ja klar. Das, was man nicht auswählt. Wir brauchen das hohes Level-Ticket. Oh, wo ist es? Hier. Und... Genau, Buffen. Ja, mir ist gerade aufgefallen, ich habe kein Equipment auf dem Char, aber dann habe ich mir gedacht, der Dungeon wird ja safe nicht skalieren. Oh Mist, ihr seht, oh, ihr habt die falsche Ansicht, fällt mir gerade auf. Hoppla. Yeah, schon besser. So. Genau, aber buffen muss ich mich trotzdem. Und ja, mir ist aufgefallen, oder ja, kein Equipment. Oder fast kein Equipment. Aber der Dungeon ist ja ab 130. Das heißt, der kann jetzt eigentlich nicht so ultra schwierig sein. Weil sonst hätte ja jemand auf 130 gar keine Chance. Und selbst wenn er ultra schwierig ist, dachte ich mir ganz ehrlich, scheiß drauf, weil ich will ihn mir eigentlich nur angucken. Ich will einfach nur sehen, was Flive PC uns hier vorenthält. Und... No way, das ist alles? Nein. Es ist einfach der Red Meteo Bossraum von Flive PC. Mit dem guten alten Stein. Das hier ist ein Hindernis. Random Ass Stein. Der olle zuverlässige. Damn. Was? Level 156? Wie soll jemand auf 130 das schaffen? Oh mein Gott. Das Vieh ist actually strong. No way. Interessant. Ja, bei Flive PC sieht man leider nicht die HP-Werte. Und wie gesagt, ich habe kein Equipment. Aber selbst wenn ich Equipment hätte... Na gut, ich glaube... Ne, die HP-Leiste ist... Ne, ja, jetzt ist die HP-Leiste angekratzt, glaube ich. Was ist so ein Ankratzen? Ein 50stel vielleicht? Ich misse halt die ganze Zeit. Wie zur Hölle ist es überhaupt möglich? Wie zur Hölle kann man mit 800 Decks 5-mal hintereinander missen? Alles klar, einfach schon wieder. Ja, wie gesagt, ist egal. Ich hätte es so oder so nicht gekillt. Aber damn, that's crazy, bro. Ja, ich würde sagen, kleine Enttäuschung, aber trotzdem cool. Ich meine, es ist mal was anderes. Und außerdem, was mir auch noch aufgefallen ist, ist, es gibt wieder diese Daily-Events mit dem Pang. Und zwar muss man hier Yggdrasil Guardian End töten. Je nachdem, welches Level man hat, muss man andere Monster töten. Und das lohnt sich tatsächlich extrem. Und dann gibt es hier noch so eine XP-Ticket-Mission, wo man auch wieder XP bekommt. Das XP-Ticket bekommt man auch von dem Thanksgiving-Event. Also momentan auch Möglichkeiten, sein Level gut zu erhöhen. Finde ich auch immer ganz spannend. Ersetzt natürlich kein Levelgebiet, das bei Flive PC immer noch fehlt, aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Aber was man sagen muss, ist, dass Luia sieht ziemlich cool aus. Ich weiß jetzt nicht, ob das nur in einem Dungeon liegt, aber ich glaube nicht. Das sieht tatsächlich vom Design her richtig cool aus. So ein richtiges Halloween-Monster. Passt zwar... Also es ist zwar Thanksgiving und nicht Halloween, aber Halloween war ja auch erst, also passt irgendwie auch so ein bisschen ins Konzept. Und ja, das war es im Endeffekt, was ich euch zeigen wollte. Den neuen Thanksgiving-Event Dungeon. Und ja, wer Lust auf Live-PC hat, jetzt läuft eben das Thanksgiving-Event. Für mehr Details könnt ihr es euch halt noch komplett reinziehen. Es ist, so wie ich es gehört habe, nicht ganz so gut vom Ding her, aber das kann ich nicht beurteilen. Aber mir wurde gesagt, ist jetzt nicht so der absolute Burner. Genau. Und ja, das war es eigentlich auch schon.
Ich sage danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich selber ein Like, Kommentar, noch ein Abo von euch freuen. Für tägliche Livestreams schaut auf jeden Fall auf Twitch vorbei. Link dazu in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut rein und ciao, ciao.